Hallo, hallo. Hier ist das Ding, das fliegt immer ab. Wir hängen erstmal das Fahrrad ab, weil stell dir mal vor, Mathis ist unterwegs. Der hat ja nicht so einen Montageständer im Gepäck. Das ist tatsächlich. Und da, denke ich, ist auch immer die allergrößte Herausforderung. So, mit Montageständer können wir alle super schön schrauben. Wenn wir keinen dabei haben, was machen wir dann? Kopf, ne? Ich würde sagen, auf den Kopf stellen, oder? Wie würdest du das machen? Ja, mache ich auch immer, wenn ich das sonst so gewechselt habe. Also Okay. ich würde das dann mit einer Hand so festhalten und dann. Die kannst du ja vielleicht auch irgendwo draufstellen und dann geht das los. Aber ja, wir gucken mal. Heute geht es ja um Bremsen. Aber mehr erzählen wir gleich. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn und Mathis. Ein Mann und Nachnamen. Nee, der Mann mit Nachnamen, nur schwieriger. Ja, weiß ich nicht, welcher Name schwieriger ist. Quadhammer oder Hogendorn. Ne? Also so ist das, genau, Mathis Quadhammer. Oder auch Mr. Right to Learn. 23, 24. Denn genau so heißt sein Instagram-Kanal, also da findest du ihn. Was er da genau macht, was er jetzt vorhat in der nächsten Zeit, vielleicht magst du es ja selber einmal kurz erzählen. Ja, genau. Ich mache eine Europareise mit dem Fahrrad. In 10 Monaten will ich ungefähr 12.000 Kilometer Fahrrad fahren. Und deswegen bin ich hier, weil ich mal ein bisschen gucken will, wie ich da rumschrauben kann oder auch eben nicht. Und das wollen wir jetzt gleich nochmal rausfinden. Genau, falls du schrauben musst. Genau. Ja, wir wollen ja hoffen, dass du nicht schrauben musst. Das Aber das ein oder andere solltest du, denke ich, wissen. Und wir haben uns ja auch schon was überlegt, was wir machen können oder machen wollen oder was du auf jeden Fall können solltest. Ja. Na, da geht es um die Bremse, ne? Ja. Ich fahre viele Berge hoch und runter. Beim Runterfahren bremst man. Und deswegen stellt sich da natürlich die Frage, kann man Bremsbeläge selber wechseln? Was meinst du? Das ist eine gute Frage. Und ich überlege da tatsächlich auch mal, was sage ich denn jetzt? Weil auf der einen Seite Bremse, sicherheitsrelevantes Bauteil. Auf der anderen Seite hast du ja vielleicht auch gar nicht die Wahl zu sagen so, ja gut, wenn ich es jetzt nicht selbst mache, habe ich im schlimmsten Fall gar keine Bremse. Und in der Situation bin ich auf jeden Fall der Meinung, solltest du dir helfen können, na? Bevor du jetzt sagst, so oh, geht gar nicht mehr. Ja. Weil wenn erstmal Eisen auf Eisen ist, dann wird es irgendwann kritisch. Und dann geht im blödesten Fall auch mehr kaputt, als du willst. Und ja, darum macht es schon Sinn, dass wir sagen, jo, alles klar, ich zeige dir mal, wie das geht, beziehungsweise du machst das. Und wenn du nicht weiter weißt, dann helfe ich dir. Ja. So gehen wir erstmal vor, würde ich sagen. Und wir machen es wirklich so, als wärst du am Straßenrand. Ne? Also wir drehen das Fahrrad tatsächlich auf den Kopf und das ist auf diesem Kanal, du weißt das nicht, aber das ist immer wieder eine beliebte Frage, so, darf ich mein Fahrrad auf den Kopf drehen? Und ich sage jetzt wieder, ja, das darfst du, also man darf sein Fahrrad auch auf den Kopf drehen, auf den Kopf stellen, wenn man irgendwas daran machen möchte. Ne? Auch beim Reifenwechsel machst du es wahrscheinlich auch so, Ja. oder wie ist das? Ja, da hätte ich es jetzt auch auf den Kopf gedreht. Ja, okay. Ja. Das geht auch perfekt in dem Fall, weil du hast ja die Hörnchen da dran und Ja. das Rad steht jetzt mehr auf den Hörnchen als auf irgendwie einen Bremshebel oder auf einen Schaltgriff oder wer weiß was, weil das wird sonst auch schnell in Mitleidenschaft dabei gezogen. Ja. Ne? Das ist ja nicht immer so einen super schönen Werkstattboden wie hier oder du machst es Nee, auf dem das Rasen. Ne? stimmt. Ja, Aber wenn dir auf dem Rasen was wegfällt, findet man es nicht. findet man es nicht wieder. Ne? Ja. Jo, alles klar. Ich hätte jetzt gesagt, wir starten mit dem Vorderrad, weil hinten haben wir auch noch mehr vor. Also hinten Ja. wollen wir auch noch Kette, Ritzel und so weiter tauschen. Das machen wir aber in einem der nächsten Videos. Darum hätte ich gesagt, wir fangen erstmal vorne an. Ja. Dann ist vorne schon mal fertig. Alles weitere kommt dann in einem der nächsten Videos. Also Kanal abonnieren macht auf jeden Fall Sinn, gerade wenn du sagst, selber schrauben. Ja, also im allergrößten Notfall kann ich das mal machen. Oder wenn du gerade auch auf einer Fahrradtour bist und sagst, ich weiß nicht weiter, was mache ich denn jetzt? Habe ich nämlich gestern noch gelesen. Habe ich mich riesig gefreut, als ich das gelesen habe. Irgendwo im Urlaub. Dieter, weißt du, wo das war? Was denn? Du hast geschrieben, oh, das freut uns. Da hat einer geschrieben, ich habe meine Schaltzüge selbst ausgetauscht, dank des Videos, anhand des Videos.
Nee, wo das war, weiß ich nicht. Da hat er geschrieben, wo Doch, er... doch, natürlich. Das war das Charger 3. Ja, welches Rad das war, aber wo er im Urlaub war, aber ist egal. Ja, weiß ich nicht mehr. Das habe ich vergessen. Kann mal nachgucken. Naja, da hat auf jeden Fall jemand geschrieben und hat gesagt, so Mensch, anhand deines Videos habe ich das Rad meiner Frau reparieren können, mir ist der Schaltzug gerissen und Urlaub ist gerettet. Na, und es kann ja sein, dass jemand da genauso steht mit Bremsen und sagt, so ich weiß nicht weiter, was mache ich jetzt? Und dann ist das auf jeden Fall genau das Richtige. Jo. Das war in Tschechien. In Tschechien. Jawohl. Ja. Da. Da war das. Ja. Haben wir es auch geklärt. Ja, Sofortreparatur, also war auch wieder interessant für mich. Sofortreparatur war nicht möglich. Also ein Fahrradladen gar kein Thema, aber Sofortreparatur war nicht möglich. Ja. Aber du hast ja Zeit, ne? Ja. Also wenn du wirklich mal nicht weiter weißt. Aber wenn einer sagt, ja, 6 Wochen auf einen Termin warten, ist auch irgendwie doof, ne? Ja, ich meine, wegen Schaltzug, Sofortreparatur war nicht möglich. Aber gut, anderes Thema. So, als erstes entfernen wir mal hier den Stecker vom Nabendynamo. So, jetzt machen wir hier den Schnellspanner auf und dann drehen wir das auch ein bisschen locker schon mal. So, und schon ist das Rad draußen. So, weil wir das auch wirklich realitätsnah für meine Reise machen wollen, arbeiten wir jetzt mit einem kleinen Multitool, nämlich dem SKS Tom 18. Und damit wollen wir jetzt gleich die Bremsbeläge austauschen. Nicht hier mit großem Rumgewerkzeug, sondern ganz klein wollen wir das mal machen. Und jetzt fange ich erstmal an, hier mit so einem Schieber die Bremsbeläge zurück in die Nullposition zu bringen. Ja, jetzt ist irgendwie ein bisschen eng. Jetzt irgendwie gucken, dass das zurechtgeschoben geht. Vielleicht nochmal von hier hinten. Kann man probieren. Was mein Tipp ist an der Stelle, ich würde jetzt als erstes den Splint entfernen. Dann ist hier so eine Feder, die kannst du vielleicht so ein bisschen zur Seite drücken. Und dann kommst du auf jeden Fall auch gut da rein. Siehst du, du hast schon eine Zange. Eigentlich müssten wir das im Dunkeln machen. Stell dir mal vor, du machst das dann irgendwo abends in irgendeiner Scheune, wo du übernachtest und kein Licht. Und Keine Straßenbeleuchtung, nichts da, Taschenlampe im Mund. So, genau. der Splint ist draußen und jetzt vielleicht noch. Und jetzt bist du schon ein bisschen flexibler. Für alle, die sich jetzt fragen, warum macht man das eigentlich oder wofür soll das gut sein, muss ja immer bedenken, so ein Bremsbelag, wir haben einen gewissen Verschleiß, der Bremskolben fährt immer weiter raus. Und damit er nachher wieder in der Nullposition ist, wenn wir neue Belege drauf haben, müssen wir die jetzt halt einmal zurückdrücken. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, so. Wichtig ist, dass du wirklich zwischen den Belegen bist. Hat funktioniert. Ja. Ich will mal einmal selber gucken, wie das mit dem Tool geht. Ich habe das nämlich auch noch nie damit gemacht. Du kannst ja auch immer so ein bisschen hebeln. Du kannst auch theoretisch von hier aus so ein bisschen hebeln. Oh, hier, guck mal, von hier hätte es auch funktioniert. Na? Von da geht es nicht. Ist relativ eng, aber sieht schon gut aus. So, und jetzt versuchen wir die Bremsbeläge von hier hinten nach vorne durchzuschieben, dass wir die hier vorne rausnehmen können. Den ersten habe ich schon mal. Und da kommt schon die Feder mit dem anderen. Also wenn wir uns die Bremsbeläge angucken, wir haben hier in Wirklichkeit kaum Verschleißerscheinungen. Also die könnten wir auch bedenkenlos drin lassen. Aber wir wollen auf deiner Tour nichts dem Zufall überlassen. Und ich bin so der Meinung, das sollten wir schon vorab austauschen. Dann hast du deine Ruhe und alles ist gut. Ne? Es bringt ja nichts, wenn jetzt sagen, wow, lassen wir mal so, geht wohl so. Mit geht wohl so, bin ich der Meinung, brauchen wir nicht losfahren. Ja. Ne? Gut. Hier sieht man jetzt die neuen Bremsbeläge. Sehen vielleicht noch mal ein bisschen ungebrauchter, ein bisschen sauberer aus. Und die wollen wir jetzt einbauen. Ich lege den mal hier wieder rein in die Feder und dann stecken wir den da gleich rein. So, hier von vorne schieben wir die jetzt wieder rein. So.
Da sind sie. Also ganz wichtig ist immer, wenn du sowas machst, ne? Und sollte irgendjemand meinen, er will dir helfen, das Dümmste, was beim Bremsbeläge passieren kann, ist, dass einer am Bremshebel zieht oder vielleicht du selbst und so dich so wunderst, irgendwie ist da gar kein Bremsdruck. Und dann fahren die Kolben halt immer weiter zusammen. Na, und gerade wenn keine Bremsbeläge im Bremssattel montiert sind, dann fahren die so weit zusammen, dass sie im blödesten Fall rausfallen. Ärgerlich, wenn das unterwegs passiert. Aber das ist der Klassiker. Ne? Du baust Bremsbeläge aus, da kommt irgendjemand, zieht an der Bremse, in dem Fall steht es ja unten, oder du kommst mit dem Fuß dagegen und dann fahren die Kolben schon einmal raus, machst das nochmal, sind sie noch weiter draußen und irgendwann im blödesten Fall fällt ein Bremskolben raus. Das wollen wir nicht, aber das nur zur Info. So, wir schieben jetzt nochmal den alten Splinter rein. Sollte man im Optimalfall nicht machen, weil es ein Biegeteil, aber wir hatten jetzt gerade einen hier, der war ein bisschen zu kurz, deswegen zeigen wir euch das aber trotzdem nochmal eben so, wie man es macht. Ja, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich mich vergriffen. Ja. So. Tauschen wir auf jeden Fall nochmal aus. Genau, auf Jetzt. jeden Fall austauschen. Ich würde in dem Fall gerade bei der Bremse nie irgendwie ein altes Teil erneut verbauen. Klar, wenn es nicht anders geht, am Straßenrand, dann ist das so. Aber sonst, ganz wichtiger Hinweis, immer austauschen und erneuern. So, und jetzt bauen wir das Rad wieder ein. Zuerst drehen wir das mal wieder fest. Ja, so doll braucht er gar nicht fest. Also so ein Schnellspanner, kann ich immer ein bisschen was dazu erzählen. Manche meinen, der muss richtig bombig sitzen. Also er muss schon fest sein, ja, aber auch so fest, dass man ihn mit dem Daumen quasi wieder öffnen und auch schließen kann. Ich habe einen kräftigen Daumen und so würde ich das auch machen. So fest würde ich ihn auch machen. Okay. Aber ja, perfekt. Und jetzt ganz zum Schluss noch einmal wieder den Stecker anstecken. So, ist dran. Wir sind ja nicht den ganzen Tag hier im Videostudio. Du bist ja auch, hast ja schon ein bisschen in der Werkstatt zugeguckt und so weiter. Und ich denke mal so, jo, alles klar, Mathis hat gut aufgepasst und merkt sich das alles und extrem schnell an der Stelle. Muss man einfach mal wirklich sagen, machst du gut. Weil mir ist direkt aufgefallen, er hat hier den Schnellspanner geschlossen und mein Tipp ist auch da immer, möglichst nah an der Gabel, möglichst parallel zur Gabel, sieht gut aus und zudem ist es auch wirklich sicher so, weil von hier aus ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas dahinter hakt, am geringsten. Und darum macht man das auch exakt so. Jo, jetzt hast du ja das Vorderrad wieder eingebaut, alles sitzt eigentlich auch perfekt. Und als nächstes muss man ja immer gucken, so eine Scheibenbremse gibt es ja auch immer wieder Leute, die sagen, Scheibenbremsen schleifen. Stimmt auch, wenn sie nicht richtig eingestellt sind, aber man kriegt sie auch schleiffrei eingestellt. Wo ich einen Vorteil sehe auf jeden Fall bei der Montage, wenn das Rad auf dem Kopf steht, dass das Vorderrad wieder komplett ins Ausfallende fällt. Wenn ich jetzt mal den Vergleich aus der Fahrradwerkstatt nehme, wir haben ja auch eine Fahrradwerkstatt, und die Mechaniker arbeiten am hängenden Fahrrad, dann hängt das Vorderrad ja quasi nach unten im Ausfallende. Und sobald das dann losfährt oder sobald man losfährt mit dem Fahrrad und fährst zum Beispiel mal einen Bordstein runter oder mal einen Bordstein rauf oder was auch immer mit dem Fahrrad gemacht wird und das Vorderrad setzt sich einmal, weil der Schnellspanner vielleicht doch nicht so fest war oder weil sich das alles gesetzt hat. Es ist ja auch überall Lack und so weiter und alles, was in Bewegung ist, da kann sich natürlich mal was setzen, bleibt gar nicht aus. Und dann wundert man sich, warum schleift es denn auf einmal? Ne? Darum sehe ich das schon einen Vorteil, gerade wenn du es auf dem Kopf stehen hast, das Rad, dass es so wirklich ideal sitzt. Und jetzt kannst du im nächsten Schritt eigentlich so ein-, zweimal die Bremse betätigen, dann fahren die Belege wieder an die Scheibe. Dann müssen wir nochmal gucken, ob es irgendwo schleift oder ob es überhaupt noch schleift. Und wenn dann alles super ist, dann lassen wir das auch direkt so. Ja. Wir drehen immer in Laufrichtung. Da muss man immer aufpassen, da versieht man sich gerne mal, wenn so ein Rad auf dem Kopf steht. Also, wenn ich jetzt übertreibe, dann würde ich sagen, ich höre was. Ich würde aber auch wirklich sagen, dreimal richtig gebremst, dann ist das alles picobello. Das können wir wirklich so lassen.
Okay. Das würden wir, wenn wir jetzt dran rumschrauben, würden wir es vielleicht verschlimmbessern. Und dann stehst du hinterher auf der Tour und dann schleift es dann doch wieder mehr als vorher. Also ich schätze, wenn du jetzt 3-mal die Straße hoch und runter fährst, dann ist es weg. Das kann man natürlich auch machen. Ne? Wenn du jetzt sagst, alles klar, ich habe mal tatsächlich probiert, Bremsbeläge selbst zu tauschen. Irgendwie schleift das gerade und ich habe auch mal versucht, den Bremssattel auszurichten. Dann kann das natürlich immer mal sein, dass es schleift. Was auf jeden Fall auch immer eine Lösung sein kann, so einfach mal die Straße so 2-3 Mal hoch und runter fahren, 3, 4, 5, 6 Mal bremsen. Und dann weißt du auch so, alles klar, wenn es immer noch schleift, dann solltest du auf jeden Fall nachjustieren. Ansonsten ist alles perfekt. Doch, das sieht man wunderbar. Ja. Also wenn wir jetzt ganz genau geguckt haben, dann siehst du auf jeden Fall, dass diese Scheibenbremse gar nicht ganz rund läuft, sondern dass sie so ein ganz kleines bisschen hin und her taumelt. Und an der Stelle kann ich auch sagen, das machen tatsächlich die meisten Scheibenbremsen, dass sie so wirklich so ganz eben hin und her gehen. Das muss man immer wissen, wenn man eine Scheibenbremse einstellt. Darum ist es auch wichtig, das Rad wirklich richtig zu drehen dabei, um einfach so zu gucken, so alles klar, wo schleift es jetzt doller, wo schleift es weniger, weil dann kriegt man es auch wirklich weg. Wenn man es nur punktuell macht, keine Chance. Tretlagertausch haben wir gestern schon mal aufgenommen und ist wahrscheinlich schon auf dem Kanal zu sehen. Jetzt haben wir mal ein Video gemacht zur Bremsanlage, explizit Bremsbeläge erneuern. Kannst du jetzt auch? Ja. Fühlt sich damit sicherer? Ja, dann weiß ich, wenn ich nicht mehr bremse vorne, dann weiß ich jetzt, wie man es macht. Ja, also du bremst wahrscheinlich die ganze Zeit vorne, aber das wird irgendwann klingt das anders oder Ja. Ich zeige dir gleich auch nochmal, woran du erkennst, dass ein Bremsbelag verschlissen ist. Das können wir vielleicht nochmal eben machen. Das ist für den Zuschauer vielleicht auch wichtig, weil der ein oder andere sagt ja vielleicht auch, ja, mein Bremsbelag, der ist noch gut. Und dieses Stück, was du hier siehst, was hier aufgeklebt ist oder was hier drauf ist, ne, das hier ist die Trägerplatte. Und das ist der eigentliche Bremsbelag. Und der wird immer dünner. Und wenn du dazwischen leuchtest, kannst du es ja auch von hier oben aus, kannst du das sehen. Oder von hier kannst du ja die Trägerplatte sehen, aber auch den eigentlichen Bremsbelag. Und der wird immer dünner. Und wenn du siehst, so, oh, da ist nicht mehr viel, dann muss es rechtzeitig ausgetauscht werden, weil irgendwann kommen die Teile auf die Scheibe und dann zerstören die im blödesten Fall schon die Bremsscheibe. Darum immer darauf achten. Also nicht nach 100 Kilometern brauchst du nicht nachgucken. Ne? Ja. Aber wenn du so 3.000, 4.000 gefahren hast, dann solltest du auf jeden Fall mal checken. Ja. Ja. Perfekt. Das war's zum Thema Scheibenbremsen austauschen oder Bremsbelag austauschen, auswechseln und sicher weiterfahren. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Schau dir unbedingt Mathis seine Instagram-Seite an, Ride to Learn. Dort ist auch ein Link zu einer Spendenseite. Auch mal angucken, auch spenden, wenn dir das Ganze gefällt. Und ja, wir machen noch mehr Videos, oder? Ja, genau. Da kommt noch was. Sehr gut. Bis dann. Ciao.